Die momentane Zeit- und Energiequalität ist aus meiner Sicht super gut dafür geeignet, sich von allem zu verabschieden, was nicht mehr in die neue Zeit hineinpasst und sich dem wahren Seelenselbst zuzuwenden, damit es Einzug halten kann in unser Leben hier auf unserer schönen Erde. Dafür lade ich dich jetzt ein zu einem spielerischen Test. Ehe wir loslegen mit dem Test, vorab noch ein paar Hinweise. Es ist kein wissenschaftlicher Test, sondern er richtet sich einfach an deine Intuition, deine Kreativität, dein Gespür für dich selbst und deine Bereitschaft, dich einfach mal darauf einzulassen. Was dich am Ende erwartet, ist vielleicht eine überraschende Erkenntnis, die dich inspiriert, deinen Kurs ein kleines bisschen zu korrigieren. Der Test läuft in 4 Schritten ab und ich werde dich zwischendrin bitten, das Video mal anzuhalten, um dir ein bisschen Zeit zu geben, das eine oder andere zu notieren. Du brauchst also auf jeden Fall Zettel und Stift. Und ganz zum Schluss werde ich dir verraten, wie er bei mir ausgegangen ist in einem bestimmten Aspekt. Lass dich also überraschen und darauf ein. Los geht's mit Schritt Nummer 1. Hole einen Gegenstand herbei, der dir am Herzen liegt, der dir viel bedeutet, der einen ideellen Wert für dich hat. Es ist vollkommen unabhängig davon, was er für einen materiellen Wert hat. Ein Gegenstand, den du, ich sag mal so, auch auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, weil du keinesfalls auf ihn verzichten möchtest. Der dir also wichtig ist, wo du nicht erst grübeln musst, in welcher Kiste da im Keller oder auf dem Dachboden ist das überhaupt. Nein, das ist ein Gegenstand, der in deiner Griffweite liegt, der immer präsent ist in deinem Leben. Und jetzt darfst du das Video das erste Mal halten und nach diesem Gegenstand schauen. Ach ja, falls du dich nicht entscheiden kannst und es 2 Gegenstände sind, ich bin auch so ein Typ dafür, dann dürfen es auch 2 Gegenstände sein, aber mehr auf gar keinen Fall. Los geht's und drück die Pause-Taste. Jetzt sind wir bei Schritt 2 und dafür brauchst du Zettel und Stift. Am besten ist ein DIN A4-Blatt. Jetzt nimmst du deinen Gegenstand her und nimmst ihn wahr mit all deinen 5 Sinnen. Wie sieht er aus? Und das, was du siehst, schreibst du stichpunktartig untereinander auf dieses DIN A4-Blatt. Wie hört er sich vielleicht an? Vielleicht ist es ja eine Flöte oder ein anderes Instrument, dann hat er auch ein Geräusch, der Gegenstand. Wie fühlt er sich an? Warm, kalt und so weiter. Wie schmeckt er? Du kannst auch direkt mal in den Mund nehmen oder daran lecken. Wie riecht er? Hat er einen Geruch, dieser Gegenstand? Und jetzt darfst du wieder die Pause-Taste drücken und den Gegenstand in Gänze mit deinen 5 Sinnen beschreiben. Für Schritt 3 brauchst du am besten ein weiteres Blatt, damit du auch ein bisschen Platz hast, um das zu notieren, was jetzt dran ist. Möglicherweise hast du ein bisschen einen inneren Widerstand dagegen, diesen 3. Schritt zu machen. Lass dich einfach mal darauf ein, es ist ja nur ein Spiel und bringt eventuell überraschende Erkenntnisse für dich. Du schreibst jetzt auf dieses DIN A4-Blatt, auf dieses zweite, immer einen Satzanfang, ich bin oder ich habe. Und dahinter schreibst du jeden Satz neu all die Eigenschaften, die du auf dem ersten DIN A4-Blatt aufgeschrieben hast. Ich bin warm, ich bin kalt, ich bin rund, ich rieche, wie auch immer.
Lass dich einfach mal drauf ein und dich überraschen. Und jetzt darfst du wieder die Pause-Taste drücken. Du bist ja noch da und dem Ganzen gefolgt. Ich hoffe, du hattest schon die eine oder andere Erkenntnis. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du sie unten in die Kommentare schreibst, dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat und auch meinen Kanal abonnierst. Lass uns jetzt zu Schritt 4 kommen. Und da ist deine Intuition gefragt. Schau dir das, was du bisher an Ergebnissen hattest, an und nimm im 4. Schritt den Symbolcharakter, den Wert wahr, den dieser Gegenstand für dich hat. Ich mache mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist. Angenommen, es ist dein Verlobungsring oder dein Trauring, dann könnte da zum Beispiel als Wert stehen Liebe, Treue, Verbundenheit oder auch einfach Fülle durch die Beziehung, die dieser Ring symbolisiert. Finde also den Wert und das Symbol für diesen Gegenstand. Und jetzt ein letztes Mal Stopp in diesem Video. Am Anfang hatte ich dir ja gesagt, dass ich dir am Ende auch meine beiden Gegenstände, die ich gewählt habe, zeigen werde und vor allen Dingen bezüglich ihres Symbolgehaltes, den sie für mich haben. Da ist als erstes ein Rechenschieber. Die Älteren von euch, die kennen das vielleicht noch aus Schulzeiten. Dieser Rechenschieber aus Metall begleitet mich seit über 55 Jahren. Symbolhaft steht dieser Rechenschieber für das Männliche in mir, also für Klarheit, für Struktur, für Präzision und Zielorientierung. Und mein zweiter Gegenstand, der mich seit mehr als 25 Jahren begleitet, ist dieses Pendel. Das steht für meine weiblichen Aspekte in mir, für Intuition, Kreativität, Spiritualität, Weisheit. Ich hoffe, dieses Video hat dich insgesamt inspiriert, deinen Blick etwas zu weiten auf dein Seelenselbst und möglicherweise die eine oder andere kleine Kurskorrektur in deinem Leben vorzunehmen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß, viel Erfolg, eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.